Hallo, hier ist Maini. Heute zeige ich dir, wie du dieses weihnachtliche Tiramisu auf Mascarpone-Basis mit einem Spekulatius-Biskuit und Kirschen zubereiten kannst. Das Rezept ist wirklich sehr einfach. Wir beginnen damit, die Kirschen aus dem Glas mit Saft in einen Topf zu geben und es zu erhitzen. Alle Zutaten sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann rühre ich einen Esslöffel Stärke mit 3 bis 4 Esslöffel kaltem Wasser um. Das mache ich gern mit den Fingern, weil ich dann die ganzen Klümpchen besser auflösen kann. Die Stärke gebe ich Schritt für Schritt zu den heißen Kirschen, bis sie so angedeckt sind, wie ich sie haben will. Bitte 1 bis 2 Minuten weiter köcheln lassen, damit das Mehlige von der Stärke verkocht wird. Dann einfach auskühlen lassen und die Spekulatius entweder ganz fein mixen oder etwas gröber lassen, so wie ich. Jetzt machen wir den Biskuit. Ich verwende hier das klassische Rezept aus der Ausbildung mit einer kleinen Abwandlung. Salz in das Eiweiß reingeben und das Ganze steif schlagen. Wenn das Eiweiß langsam steif wird, geben wir schrittweise den Zucker rein und schlagen das Eiweiß so steif wie hier. Jetzt gebe ich die Eigelbe rein und hebe sie vorsichtig unter. Wenn die Eigelbe untergehoben sind, würde ich jetzt normalerweise das Mehl und die Stärke in 2 bis 3 Schritten reinsieben, aber ich gebe heute nur meine Spekulatius rein. Wie gesagt, ihr dürft das gerne auch pulverisieren. Wenn das auch untergehoben ist, gebe ich das Ganze auf ein Blech und backe es etwa 10 Minuten lang bei 180 Grad, alles natürlich vorgeheizt. Achtet einfach auf die Backfarbe bitte. Ich möchte unbedingt einen dünnen Biskuit haben, weil ich sie ausstechen und in Gläsern anrichten will. Ansonsten könnte man auch dickere Biskuits zubereiten mit der doppelten Menge zum Beispiel oder statt Backblech eine kleinere Backform nehmen. Jetzt gebe ich die Mascarpone und Crème Double in eine Schüssel und verrühre das Ganze mit der Zuckermenge. Wenn ihr keine Crème Double findet, weil die Leute sie euch komischerweise wieder weggehamstert haben, so wie bei mir heute, dann einfach die doppelte Menge an Mascarpone reingeben. Die Eigelbe kommen rein und normalerweise würde ich das Mark einer Vanilleschote mit reingeben, aber ich habe heute so geschmacksintensive Zutaten, dass ich heute auf die Vanille verzichte. Die Creme könnte ich jetzt mit gerösteten Mandeln, Walnüssen oder zum Beispiel mit Krokant aufwerten. Das nussige Aroma ist ja auch so ein bisschen typisch weihnachtlich. Hier habe ich Kahlua Kaffeelikör, davon gebe ich einen Schuss in Espresso rein oder von mir aus auch in einen Kaffee deiner Wahl und fange mit dem Schichten an. Wer Zimt oder Spekulatius-Gewürz zusätzlich verarbeiten will, kann das natürlich auch gerne tun, zum Beispiel im Biskuit. Den Biskuit habe ich jetzt natürlich in dem Likörmix getränkt, dann Kakao oben drauf und fertig ist das weihnachtliche Tiramisu. Das kann man übrigens auch am Vortag hervorragend zubereiten. In diesem Sinne abonniert meinen Kanal, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.